Zweck dieser Versuchsreihe ist die Kompatibilität der alten Sensormodule mit den neuen UNO-Modellen Minima und Wi-Fi darzustellen. Als UNOs benutze ich die neuen Modelle der R4er-Reihe. Die alten Sensoren sind aber aus dem 37-Sensor-Kit Version 2 von Elego aus dem Jahre 2019. Ich werde die Versuche des alten Handbuchs nachbauen und eventuelle Änderungen am Programmcode anzeigen und auch korrigieren. Dazu werde ich den oder die Sensoren an beide UNO R4 Modelle anschließen und auch testen. In diesem Video bespreche ich zwei Sensoren, die zu einem gemeinsamen System gehören. Einen IR-Sender und dazu natürlich den entsprechenden IR-Empfänger. Und die Anleitung dazu steht in der 8. Lektion. Hier stelle ich die Bauteile vor. Mit der Infrarot-LED kann eine Lichtschranke oder ein Signalgeber für einen Infrarotsender aufgebaut werden. Er wird nur an zwei Pins, Ground und Input, angeschlossen. Für den IR-Empfänger benutze ich einen Infrarotsensor Typ 1838 zur Verwendung mit 38 kHz Infrarotsignalen. Die Versorgungsspannung beträgt 2,7 bis 5,5 Volt. Er läuft mit einer Frequenz von 37,9 kHz und hat eine Empfangsreichweite von ungefähr 18 Metern. Und wichtig noch, der Empfangswinkel beträgt 90 Grad. Ich benutze in diesem Beispiel beide neuen UNO R4 Platinen zusammen. Auf dem Wi-Fi-Modul habe ich den Empfänger aufgebaut und auf dem UNO Minima den Sender. Und der Fritzing-Aufbauplan dazu sieht dann so aus. Und nach dieser Zeichnung habe ich dann aufgebaut und kann nun die einzelnen Baustufen ausprobieren. Dazu lade ich als erstes nun den Sketch zum Infrarotempfänger. Und wenn der richtig funktioniert, kann ich ihn mit einer beliebigen Fernbedienung testen. Probieren wir es erstmal aus. Eine Samsung-Fernbedienung liefert ein IR-Signal und die Empfangs-LED des Empfängersensors, die leuchtet dann auf. Nun das gleiche Experiment mit der kleinen Elego-Fernbedienung. Auch hier leuchtet unser Infrarotempfängersensor und das bedeutet, der Sensor funktioniert. Jetzt kommt der Versuch mit dem Infrarotsendersensor. Da muss ich gleich sagen, dass der vorgeschlagene originale Sketch nicht funktioniert hat. Ich habe dann aus der Beispielbibliothek einen einfachen Sender herausgesucht, der dann auch ein Infrarotsignal abgestrahlt hat, das vom IR-Empfänger angenommen wurde. Man sieht sehr deutlich die LEDs der Empfängerplatine aufleuchten und auch im seriellen Monitor wird ein Ergebnis angezeigt. Also, auch dieses Experiment hat funktioniert und so kann ich zum Schluss sagen, beide Sensoren haben mit den neuen R4-Boards gut zusammengearbeitet. Im nächsten Video, Lektion 9 und 10, stelle ich dann die Buzzer, aktiv und passiv, in der Zusammenarbeit mit den neuen Arduino R4-Boards vor. Und nun beende ich dieses Video und sage Danke fürs Zuschauen. Über ein Abo und einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen und natürlich auch über konstruktive Kommentare. Und nun Tschüss und Salü,
von den Schlossberghöhlen in Homburg sah.